Ja, herzlich willkommen hier auf dem Gera Messestand in der Halle 11.1 auf der Light in Building 2024. Ich begrüße hier alle, die vor Ort sind und auch hier ein paar Kollegen. Wir haben uns heute wollen uns mit dem Thema den KNX-Mythen ein wenig beschäftigen. Dafür habe ich mir ein paar Gäste hier eingefangen in dem Bereich. Einmal der Nils Zampanini, Christian Gräve und den Andreas Müller. Nils, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Sehr gerne, Markus. Ja, mein Name ist Nils Zampanini, ich bin von der Feel Smart GmbH und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, ja, die Customer Journey eigentlich, rund um das Smart Building auf Basis von KNX stark zu vereinfachen und natürlich dadurch auch für die, ich sag mal, breite Installationspartner, Fachpartner, sag mal, zu öffnen und dadurch nicht hochinteressant zu machen und am Ende zu demokratisieren. Ich glaube, das ist unser gemeinschaftliches Ziel. Und daran arbeiten wir tagtäglich. Verrat nicht ganz so viel, wir machen hier gleich noch ein bisschen weiter. Christian, bitte jetzt zu dir. Ja, Christian Greve von der Firma Netcard AG in Düsseldorf. Ich sage immer, wir sind Systemintegrator aus Leidenschaft, seit fast 20 Jahren Gira-Partner und immer vorne mit dabei, wenn es heißt, mit Gira neue, schöne Produkte in Betrieb zu nehmen, zu installieren und das ganze schöne Leben einfacher zu gestalten, wenn es darum geht, Smart Home, KNX und alles, was dazugehört. Und ich freue mich wahnsinnig, jetzt wieder auf der Light im Building sein zu dürfen und auch jetzt hier in dieser Runde. Schön, also ihr macht die Kunden glücklich sozusagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, Andreas, ja, mein Name ist Andreas Müller, ich bin von der Firma Smart Solutions, ich bin auch Systemintegrator, genauso wie der Christian. Und ja, ich bin auch deutschlandweit unterwegs und ja, hauptsächlich in Berlin und München. Genau. Okay, ja, also Praktiker, wir beide kennen uns auch schon ein paar Jährchen, kennen uns alle schon ein paar Jährchen in dem Bereich. Kurz zu meiner Person, Markus von Wittenberg, bin seit über 30 Jahren bei der Firma Gira und jetzt hier aktiv auch im Rahmen der KNX Deutschland, des eingetragenen Vereins, bin dort einer der 3 Vorstände und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir eben gemeinsam Lösungen für die Menschen machen, damit sie ihren Lebensraum lieben. Also auch etwas, was wir im Verein zusammen erarbeitet haben. Und wir haben aber auch festgestellt, dass es sich im Markt immer noch sehr viele Mythen gibt rund um KNX. Systeme gibt es ja schon seit über 30 Jahren und das ist ja auch nicht etwas, was man selbstverständlich betrachtet, seit 30 Jahren auch kompatibel. Sprich, wir nennen das in dem Fachjargon Interoperabilität. Irgendwie einfach kann man sagen, wir sprechen alle die gleiche Sprache und die Produkte, das tun sie seit 30 Jahren. Aber einige dieser Mythen, die halten sich eben sehr hartnäckig in dem Umfeld. Und da ist es gerade das Thema, KNX sei teuer, KNX ist kompliziert. Da denke ich, ist das Thema einfach zu schauen, wie kann man damit umgehen. Der Nils hat gerade so ein bisschen schon angehaucht gezeigt, was möglich ist in dem Bereich. Aber ich würde jetzt mal so aus der Praxis betrachten. Christian, kommt dir sowas immer noch vor in der Praxis? Wie kommen die Kunden auf euch zu oder gibt es da immer noch viel Ablehnung? Also Ablehnung, ja, das sind immer wieder die gleichen Argumente, die da herangezogen werden, die wir aber Gott sei Dank mittlerweile immer wieder widerlegen können. Also die typischen Argumente, zu teuer, zu alt, zu langsam, das wird immer gerne gesagt. Und jedes Mal, wenn wir uns dann ein bisschen tiefer unterhalten, mal auf die Technik runtergehen, auf die Funktion, stellen wir fest, nein, das ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Wir sind innovativ, wir sind auch schneller geworden, wir benutzen auch IP, wir sind secure, wir haben alle Funktionen, wir haben ein wahnsinnig breites Umfeld an Produkten, wir haben über 500 Hersteller, 8000 Produkte mittlerweile, wir können eigentlich alles lösen. Deswegen, das ist ein Mythos, den kann man einfach so nicht mehr stehen lassen, aus meiner Sicht. Du bist gerade dabei, ihn zu entkräften. Das ist gut so. Von daher aber auch, Andreas, wie siehst du das? Ja, ich finde, man sollte auf jeden Fall auch ein Augenmerk auf die Nachhaltigkeit legen, denn nicht nur 500 Hersteller, die wir jetzt haben, sondern eben auch 30 Jahre oder über 30 Jahre Erfolgsgeschichte. Die Produkte, die laufen immer noch. Also wenn, dann ist da vielleicht mal ein mechanischer Verschleiß da, aber dann ist das auch gerechtfertigt. Und insofern ist auch die Abwärtskompatibilität immer gegeben. Christian sprach gerade den neuen Standard Secure an. Ja, ich kriege aber auch Unsecure-Geräte mit Secure zum Laufen. Das ist eben doch ganz, ganz wichtig. Das ist bei vielen Herstellern nicht der Fall. Und diese proprietären Systeme, die es dann immer so gibt, da ist man nicht sicher, ob es die dann eben auch in der Zukunft noch gibt, ja, weil die eben auch, ich denke da zum Beispiel an, jetzt nenne ich doch mal den Namen LCN, ja, das war früher ja auch immer so ein Konkurrenzprodukt zum KNX und ich kenne es nicht mehr im Feld, ja, und insofern bin ich froh, dass KNX sich so weit durchgesetzt hat, weil wir einfach alles damit lösen können.
Nils, wie siehst du das nochmal von deiner Seite? Also die Argumente sind, glaube ich, super. Also anders kann ich jetzt im Prinzip diese Mythen schon gar nicht mehr entkräften. Und wir greifen das wirklich auch in dem Zuge immer auf mit unseren digitalen Lösungen fürs Handwerk und auch für die Industrie. Mit Konfiguratoren kann ich natürlich auch viel im Kontext der Digitalisierung mittlerweile, ich sag mal, wir reden nicht von KI, aber im Prinzip auch schon vordenken. Das wirklich die Effizienz steht für uns immer sehr groß im Vordergrund, schneller zu sein, auf der Baustelle zu sein und andere auch vor allen Dingen zu befähigen. Und darum geht es wirklich, dass man Erfolgserlebnisse hat auf der Baustelle, in der Praxis und das natürlich auch immer mit KNX. Und da spielt eben die Digitalisierung mit den Servicelandschaften, die es am Markt ja schon gibt, mit, wie gesagt, hier am Stand von Gira werden auch im Prinzip diese Customer Journey, diese Assistenten in den Vordergrund geschoben. Und das Gleiche machen wir im Prinzip genauso. Und andere ja auch. Und diese Vielfalt wird eben ja dadurch wieder beherrschbar und die Komplexität wird absolut gesenkt. Gleichzeitig aber auch der Preis, weil ich durch mehr Effizienz natürlich auch schneller sein kann. Somit wird also KNX an der Stelle auch wirklich ja, komplett für die breite Masse tauglich. Ja. Ich glaube, auch ein Thema ist in dem Fall, Appetit kommt beim Essen, kann man so schön sagen. Auch für die Einsteiger in dem Bereich kann man eben gut den Weg auch wählen über eure Konfiguratoren in dem Bereich, wo man eben sagen kann, ja, da fange ich mit an. Sagen wir, von der Infrastruktur ist es immer das Gleiche. Da wird eine Leitung gelegt oder auch IP, ist auch ein Mythos, geht nur über Leitung, über 2 Drähte, geht heute alles auch per Funk. Es geht auch per IP und es geht auch in Zukunft mit IoT in dem Bereich, das ganze Thema. Von daher auch nochmal ein Punkt nochmal in diese Richtung von dir, Nils. Wie seid ihr mit dem Thema der Konfiguratoren unterwegs und was zeichnet sich da so besonders aus? Konfiguratoren sind ja so spannend, weil sie natürlich den Endkunden abholen und zeigen erstmal, was für eine Funktionsvielfalt letztendlich so ein System einfach bietet. Ich habe hinten raus im Prinzip eine saubere erste Planung, ich habe eine Bedarfsanalyse so gesehen gemacht und kann das hinterher ausleiten, ich sag mal, in ein technisches Konzept bereits. Wenn Konfiguratoren so weit denken und das Ganze, wie gesagt, so weit vorbereiten, dass der Verarbeiter, der Fachpartner, wie gesagt, diese Blaupause, so gesehen, ne, die Stücklistung, Co. schon bekommt und das dann schon, so gesagt, vorbefüllt in sein Profi-Tool überführt, ist er maximal schnell und das ist genau das, was wir jeden Tag eigentlich, ja, auch bei uns praktizieren, diese Prozesse zu optimieren, dass wirklich die Zahnrädchen ineinander greifen. Und ich glaube, da reden wir immer wieder von Schnittstellen und Co. Das sind doch so die Herausforderungen, glaube ich, die generell am Markt sind, aber diese Harmonisierung dieser Schnittstellen. Wenn wir das noch schaffen, dann ist, glaube ich, das ganze Ökosystem rund um KNX so gut aufgestellt für die Zukunft und alle Mythen, vor allen Dingen durch die Konfiguratoren und Planungstools, die es dann noch on top gibt, eben komplett gebrochen. Okay. Christian, du bist ja auch viele auf Baustellen unterwegs. Ihr macht ja jetzt nicht unbedingt Arbeit mit den Konfiguratoren, sondern ihr arbeitet natürlich mit dem Tool, was es dort gibt. Das ist die ETS. Und seid ihr da dementsprechend auch aufgestellt. Wie ist so dein Empfinden, mit dem Tool so umzugehen? Was braucht es auch, um den Einstieg in diese Richtung zu wählen? Oh, der Einstieg in die ETS, das ist eine spannende Frage. Früher habe ich immer gesagt, man braucht starke Nerven, aber nein, es ist halt ein wahnsinnig mächtiges Tool, weil wir haben, wie ich gerade schon sagte, 500 Hersteller mit wahnsinnig vielen 1000 Produkten über den gesamten Globus verteilt. Das heißt, wir haben unterschiedliche Sprachen, da fangen wir mal mit an. Wir haben teilweise unterschiedliches Verständnis von anderen Ländern. Das bringt aber alles dieses Tool rein. Also man kann alles mit der ETS nachher parametrieren und in Betrieb nehmen. Das ist ja gerade das Schöne. Wir haben nicht 5, 6, 7 Tools, sondern wir haben ein Tool. Ich persönlich finde es super. Auch das, was da jetzt kommen wird, die Semantik und alles, was dazugehört, tolle Sachen. Und ich denke, wir werden auch in Zukunft weiter noch sehr viel spannende Projekte mit der ETS lösen müssen und dürfen. Und ja, das wird spannend. Super, also wir hatten ja auch gerade das Thema der Abwärtskompatibilität. Auch das ist ein Thema, wo es darum geht, eben auch durchaus Altanlagen, die man, ja, wir nennen das heute Rekonstruktion zu haben in dem Bereich, auch ein Riesenvorteil. KNX-Anlagen, früher EEB-Anlagen sind existent im Markt. Andreas, du hast dich ja auch mit dem Thema immer sehr stark auseinandergesetzt. Wie ist so deine Einschätzung in dieser Richtung? Merkt man, da kommt was auf uns zu, was man dann eben dann dementsprechend umsetzen kann und dann beispielsweise eben auch Altanlagen dann wieder zu rekonstruieren und damit natürlich auch mit neuen Funktionen aufzurüsten?
Ja, also auch an dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Projektdatenbank bei Abnahme mit zu übergeben. Ja, das ist nämlich auch immer ein Kritikpunkt beim KNX, der liegt aber nicht am KNX per se, sondern einfach an der Sorgfalt dann eben bei der Abnahme. Ja. Dann möchte ich noch einfach sagen, mit dem KNX Secure, ich hatte es ja angesprochen, ist ja ein neues System, ist aber auch so ein kleines Hidden Feature mit reingekommen, und zwar, dass ich die Geräte updatefähig machen musste als Hersteller, ja. Und dadurch habe ich aber auch die Möglichkeit, einfach neue Features in der Zukunft mit reinzubringen. Also wenn es jetzt um Nachhaltigkeit geht, auch in die Zukunft gesehen, ja, sind Geräte, die jetzt vielleicht noch eine Funktion gar nicht haben, weil sie jetzt vielleicht irrelevant ist, ja, dann in der Zukunft möglich abzudaten. Ja. Und nach unten hin habe ich ja schon angesprochen, jetzt Gira hat jetzt den neuen Linienkoppler mit Proxy-Funktionen, da kriege ich eine Secure-Linie auch mit Unsecure-Geräten hin, also beziehungsweise die Secure-Geräte können dann Secure und Unsecure kommunizieren. Also ist natürlich eine wunderbare Sache, auch im Hinblick auf die Beständigkeit. Ne? Das, was ich eben vorhin schon gesagt hatte, 30 Jahre, die kommen ja nicht von ungefähr. Und wir hatten ja nicht angefangen mit IP irgendwann in den 90er Jahren, als die ersten Tastsensoren und Schaltaktoren da waren. Ja. Sondern es kam ja dann noch alles hinzu, und auch RF ist ja auch ein System, was sich jetzt immer weiterentwickelt, auch mit Multi im Hinblick auf Heizungssteuerung. Da kommen ja auch einige Produkte jetzt, sodass wir dann eben auch in der Lage sind, diesen Dreiklang zwischen Licht, Jalousie und Heizung dann darüber zu lösen. Ja, also insofern finde ich dieses Gesamtkonzept oder diesen gesamten Standard KNX einfach wunderbar, um alles zu lösen am Ende. So, und das ist mir als Systemintegrator eigentlich am wichtigsten. Ich kriege natürlich alles irgendwie auch mit anderen Produkten hin, aber eben diese Ganzheitlichkeit über verschiedene Medien hinweg, über verschiedene Schnittstellen hinweg, das habe ich irgendwie nur beim KNX. Ja, wir haben uns ja auch im Rahmen des Vereins damit auseinandergesetzt, wie das Thema Mythen, wie kann man die positiv formulieren. Wir haben bei uns hier auf der Light & Building, hat die KNX Deutschland auch einen eigenen Stand, auch zwischen der Halle 11 und 12 in der VIA-Ebene. Und da haben wir unter anderem diese Themen auch aufgenommen, und da haben wir dann einen schönen Spruch, da steht drauf, KNX da, wo andere erst hinwollen an der Stelle. Also auch ruhig ein Thema, wo wir gerade das Thema Interoperabilität ansprechen, diese Durchgängigkeit, wirklich mit einer Sprache zu sprechen, und das über 500 Hersteller und über 8000 Produkte hinweg, das ist schon etwas, was man sich nicht so ohne weiteres von heute auf morgen erarbeitet. Da ist viel Schweiß und auch viel Herzblut von vielen Menschen eingeflossen in dem Bereich. Ja, gibt es aus dem Publikum hier noch Fragen in diese Richtung? Gibt es was aus der Online-Community? Keine Fragen in dieser Richtung. Ja, von daher, ich hätte jetzt noch mal einen Punkt. Das Thema Nachhaltigkeit kam ja gerade auch noch mal durch. Vielleicht auch noch mal von euch, so jeder noch mal so ein Statement, was bedeutet das für euch und was macht den KNX gerade dazu, versetzt ihn in die Lage, um dieses Thema in der Nachhaltigkeit auch zu untermauern. Also ich sage immer so einen kleinen Spruch, heute schon an morgen denken, das ist ja auch etwas in dieser Richtung, aber gerne, Nils, von dir auch etwas dazu. Ich glaube, die Argumente ja, jetzt bin ich wieder da, okay, sehr gut. Die Argumente wurden, glaube ich, gerade schon alle ein Stück weit einmal genannt, aber um das wirklich auf den Punkt zu bringen, das Thema Nachhaltigkeit endet ja, wie gesagt, erst an einem Lebenszyklus. Und den muss ich betrachten. Wenn ich am Anfang ein Stück weit höhere Investitionskosten habe, wird das aber relativiert, wenn das System natürlich 20, 30 Jahre stabil läuft. Und das bringt KNX ja mit sich. Also es gibt kein anderes System, das so lange am Markt Bestand hat wie KNX und sich immer neu entdeckt. Also man sieht immer eine Evolution. Man adaptiert Standards. Also das ist der riesengroße Vorteil. Und deswegen fördern wir das ganze Thema ja auch. Es gibt nichts Vergleichbares, was das in der Form und weltweit so gut supporten kann wie KNX. Und deswegen machen wir uns auch als Firma selbst dafür eben stark, natürlich auf diesen Standard zu setzen. Weil nur so sind wir alle nachhaltig. Es macht keinen Sinn, wenn ich eine Lösung einsetze, die nach 3 Jahren womöglich wieder vom Markt ist, nicht supported wird, nicht updatefähig ist. Das sind ja diese riesen Herausforderungen, die man dann hätte, die man mit KNX nicht hat. Ja. Also gerade das Thema Investitionsschutz in dem Kontext auch zu wählen, eben wenn eben Systeme, die proprietär sind, eben auf einmal nicht mehr am Markt da sind, dann hat der Einzige, der ein Problem hat, ist der Kunde.
Ja, und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Aber Christian, du auch bitte. Das ist ja genau das Problem. Wir reden ja auch von Investitionen, wenn jetzt neu gebaut wird. Jetzt gehen wir mal losgelöst vom Einfamilienhaus, jetzt gehen wir mal in den Zweckbau hinein. Da ist ein Investor, der möchte viel Geld investieren, möchte ein langlebiges Gebäude haben. Und auch da sind wir ja mit dem KNX super State of the Art. Also wir können ja alles lösen. Wir können ja auch hinsichtlich des Messwertaufnahmen, wir können nachher CO2-Fußabdrücke schlussendlich am Ende bestimmen, was ja alles auch gefordert wird. Das ist ja auch ein Stück Nachhaltigkeit, absolut. Und all das kann der KNX mit seinen Sensoren. Das ist da, wir können alles lösen. Und es ist immer wieder schade, wenn andere Systeme dann kommen, die meinen es irgendwie, ich sag mal, wir können es besser, wir können es hipper. Und am Ende steht wieder der KNX da und er kann's. Und das ist es. Das ist halt das Schöne, was meine Leidenschaft zum KNX immer wieder erweckt. Sehr schön. Andreas. Jetzt wurde schon viel gesagt. Also letztendlich hat der KNX natürlich auch gewisse Fahrtabhängigkeiten. Also man investiert, die Produkte müssen sich dann auch erstmal wieder amortisieren. Und wenn dann da eben so ein neues Produkt wie Kai aus der Kiste kommt, ist es natürlich möglich, dann eben auch mal so ein Momentum mitzunehmen. Ja. Aber ich habe einfach in den 20 Jahren, die ich jetzt auch schon unterwegs bin, einfach auch schon zu viele Produkte, eins habe ich vorhin genannt, gesehen, die eben einfach Eintagsfliegen waren oder dann vielleicht 2, 3 Jahre Bestand hatten, aber danach dann eben nicht mal. Und zu diesem Thema proprietär will ich auch noch was sagen. Diese 500 Hersteller, das heißt ja nicht nur, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, aus dem Vollen zu schöpfen, sondern falls es dann mal den einen oder anderen geben sollte, der dann vielleicht gewisse Marktphasen nicht überdauert, dann habe ich immer noch die anderen Hersteller, die dann eben ein substituierbares Produkt dann eben haben. Ja, also, und das ist eben auch ein meiner Meinung nach sehr, sehr starkes Argument für die Nachhaltigkeit. Ne? Genau, also ich bin nach wie vor froh, dass der KNX auch immer weiter wächst und die 500 Hersteller, die sind ja jetzt nicht, das ist ja meiner Meinung nach nicht das Ende, sondern es werden ja immer mehr. Ja. Es ist und bleibt ein weltweiter Standard, global umspannt in 192 Ländern mit 45 National Groups, wovon wir eine sind als KNX Deutschland. Ihr seid alle Mitglieder in diesem Verein bei uns und wir haben unter anderem auch auf der Messe hier einen eigenen Livestream, wo wir unter anderem einen Hashtag ausgelobt haben und der heißt Hashtag LoveKNX. Und wenn ihr gerne einen Beitrag von der Messe hier sendet, dann setzt den Hashtag ein, Hashtag KNX, verlinkt uns auf KNX Deutschland und dann könnt ihr am Freitag durchaus etwas gewinnen und das ist dann zum Beispiel eine ETS Professional, die uns dann auch von den Kollegen von der KNX Association überbracht wird. So kann dann der Gewinner sich glücklich schätzen, eine ETS Professional zu gewinnen. Und da haben wir ja, das einzige Tool, was man heute einsetzt in dem Bereich. Aber den Einstieg kann man natürlich auch wählen über die Konfiguratoren. Und wer mehr wissen will in dem Thema, was alles geht, dann braucht er nur die beiden hier fragen. Also von daher auch etwas in dieser Richtung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch hier vom Publikum an dieser Stelle, auch zurück ins Netz, in die Kollegen und Kolleginnen. Deswegen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch in diese Runde nochmal vielen lieben Dank für diesen guten Austausch hier. Und ja, wer mag, noch auf die Messe zu kommen, gerne jederzeit hier in Halle 11.1 an dem Gera-Stand. Dankeschön.